Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute endlich mit dem besten XP-Guide von Level 1 bis 190. Ja, alle 190 Level werde ich heute abdecken. Es hat mich echt viel Zeit gekostet, das fertigzustellen, vor allem noch vor dem FEC fertig zu bekommen. Ich habe nochmal sehr viel gerechnet, dass auch wirklich alles passt, habe das von damals überarbeitet, weil das war von vor 4 Jahren, da war das Game noch gar nicht released. Seitdem hat sich auch sehr viel geändert tatsächlich. Gibt auch ein paar Sachen, die keinen Sinn ergeben. Da muss ich auch theoretisch nochmal nachforschen, ob das dann überhaupt so richtig ist. Aber die Daten kommen aus der API. Das heißt, wenn es wirklich teilweise stimmt, was ich gesehen habe, dann sind manche Monster verbuggt, weil dann geben sie weniger XP als Monster, die niedriger sind. Also teilweise gibt es wirklich keinen Sinn. Deswegen, all diese Fragen klären wir in diesem Video. Genau. Wie schon bei meinem 190er Guide, der ist halt fürs High-Level, die Kurzfassung nur von Level 150 bis 190. Also wer nur dafür hier ist, da habe ich nochmal ein extra Video, das ist kürzer und bezieht sich nur auf Kailun im Endeffekt. Gehen wir heute nochmal auf alles ein. Und ich möchte nochmal ganz wichtig erklären, die Level-Differenz, weil das ist etwas, was einfach so viele Leute nicht wissen und was man aber einfach verstehen muss. Also für diese gesamte Tabelle hier habe ich grundsätzlich eine maximale Level-Differenz von 5 festgelegt. Warum habe ich das gemacht? Das heißt, ich habe mir halt wirklich nur Monster auch in dieser 5-Level-Range angeguckt und natürlich eigentlich nur Monster, die über dem eigenen Level sind. Monster unter deinem Level geben grundsätzlich schon mal weniger XP. Das lohnt sich so gut wie niemals dort zu grinden. Zumindest nicht, wenn man auf XP aus ist. Warum ich das gemacht habe, ist einfach folgendes. Wir haben hier Monster Level versus Character Level. Das heißt, Minus heißt, wir sind über dem Monster. Das ergibt keinen Sinn. Bei Monstern 10 Level unter dir bekommst du nur noch 10% der XP. Also alles ist, XP-technisch ist alles erst relevant ab 0, weil schon bei minus 1 kriegen wir deutlich weniger XP. Also wenn man auf XP aus ist, startet man immer hier. Das heißt, du und das Monster müssen immer mindestens auf dem gleichen Level sein, anders ergibt das keinen Sinn. So, und der erste Wert hier ist Schaden. Ich kann das mal fixieren hier. Fenster fixieren, oberste Zeile, so. Also, Monster Level vs. Character Level 0. Wir sind beide auf dem gleichen Level. Da machen wir 100% Schaden, kriegen 100% XP. Wenn wir ein Level unter dem Monster sind, also das Monster ist ein Level über uns, dann machen wir nur noch 99% Schaden. Gut, ist quasi kein Unterschied, kriegen immer noch 100 XP. 2 Levels 98% Schaden, ist immer noch fast kein Unterschied, 100% XP. Also es bleibt immer 100% XP, ich glaube, das muss ich immer dazu sagen. Bei 3 Level über uns, weil das Monster 3 Level über uns ist, machen wir schon 5% weniger Schaden. Das ist meiner Meinung nach schon nicht wenig, aber kann man auf jeden Fall noch verkraften. Bei 4 Level sind es 8% und bei 5 Level sind es dann schon 12%. Ja, 12% Schaden, das ist wie, als hätten wir PvE-Schaden minus 12. Das ist schon etwas, oder es ist vergleichbar, damit sagen wir es so. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist vergleichbar. Das ist schon signifikant meiner Meinung nach und bei 6 sind es dann halt schon 17%. 17% quasi vom Gefühl her wie ein Upcut-Stone. Es wird ja plötzlich der Upcut-Stone wieder weggenommen werden. Und deswegen ist, finde ich, 0 bis 5 eine gute Level-Range, in der man unterwegs sein sollte. Vor allem, wenn man jetzt halt nicht immer Full Power-Up levelt und nicht das krasseste Equipment hat. Ja, das heißt, wir haben eine 12% Damage-Penalty maximal oder eben weniger, je nachdem. Das ist absolut verkraftbar. Alles hier drüber, meiner Meinung nach, vor allem so Spezialisten, die immer gerne zu 10 Level höheren Monstern einfach gehen. Das kann man machen, ja, wenn man weiß, was man tut, wenn man extrem gut ausgerüstet ist, wenn man High-Level AM-Support hat, wenn man Full Power-Up des Todes ist. Du verlierst aber effektiv 45% deines Schadens. Das heißt, bei Monstern, die nur 5 Level über dir sind, machst du einfach so 30% mehr Schaden, was deine Killtime signifikant erhöht und damit auch die XP, die du machst. Killtime sowie Mobdichte sind extrem wichtig, was Levelgeschwindigkeit angeht. Einfach nur zu hohen Monstern zu gehen, sorgt lediglich dafür, dass dein Schaden extrem abnimmt. Und das muss man einfach verstehen. Viele verstehen das, ignorieren es trotzdem. Wie gesagt, wenn sie Full Power-Up sind, wenn sie extrem gutes Equipment haben, etc., dann kann man das zum Teil auch ignorieren. Oder wenn man einfach es schafft, Moonbeam, Klassiker im Low-Level, Monster zu one-shotten, auch dann kann man es natürlich ignorieren. Selbiges gilt für Hot Air und so weiter.
Klar, dann kann man es natürlich ignorieren, wenn ich schaffe, ein Monster zu one-shotten, dann kann es auch 50, naja, nee, kann es nicht, maximal 16 Level, höher sein, 15 Level. Bei 16 kriegt man 0% XP. Aber das ist eher unrealistisch. Also wir bewegen uns meistens in diesem Bereich und wie gesagt, ich will nur davon abraten, grundsätzlich einfach immer zu 10 Level höheren oder 7 Level höheren zu rennen. Das ist keine gute Taktik, das ist keine gute Strategie. Und dann denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, okay, habe ich verstanden. Grundsätzlich 5 Level, in dem Bereich sollte man sich bewegen, außer ich weiß genau, was ich tue, beziehungsweise ich habe einen genauen Plan, pipapo. Jetzt denkt ihr euch aber wahrscheinlich, Moment mal, bis Level 4 sind die besten Monster Captain Mushpang? Das stimmt doch safe nicht. Ich weiß, es ist schwer zu glauben, aber guckt euch das an. Captain Mushpang Level 1 gibt uns 50% XP. Dann haben wir Small Burodeng. Ist ein Level höher. Schaut euch die HP von einem Burodeng an. Ein Captain Mushpang hat 373 HP, ein Small Burodeng hat 745. Das sind einfach mal knapp 400 HP mehr. Gutes Doppelte im Endeffekt, kann man einfach sagen. Und der gibt uns lediglich auf Level 1 14% mehr. Das heißt, ich töte 2 Captain Mushpang in der gleichen Zeit, wo ich ein Small Burodeng töte. Pi mal Daumen. Bei 2-mal Captain Mushpang bin ich dann Level 2. Nach einem Small Burodeng bin ich immer noch Level 1. Ich habe aber die gleiche Schadenspunkteanzahl verursacht. Und auf diesem Prinzip baut meine gesamte Tabelle auf. Das heißt, es ist nicht gefühlsmäßig oder was könnte. Nein, es ist wirklich, was gibt die meiste XP pro HP. Einfache Rechnung. Und genau darauf basiert diese gesamte Liste. Und wir können uns noch ein Beispiel angucken, hier für Level 4 zum Beispiel. Ich meine, zugegebenermaßen Level 4 bei Captain Mushpang. Wie gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es sind einfach nur die Werte. Zum Vergleich, Demian wäre jetzt 5 Level über uns auf Level 4. Können wir mal machen. Also, Captain Mushpang gibt uns 777. Das kann man, also bei solchen Werten kann man es noch easy im Kopf rechnen. Und ein Demian auf Level 9, der ist 5 Level über uns, gibt uns nur 16%. Das heißt, wir machen an dem 12% weniger Schaden. Das ist der Hintergedanke, den man immer haben sollte. Höheres Monster heißt, ich mache auch weniger Schaden. Plus das Monster hat mehr AP. Das Monster hat fast 4-mal so viel AP. Gibt uns aber gerade mal etwas mehr als doppelt so viel XP. Das heißt, die XP pro HP ist beim Captain Mushpang selbst auf Level 4 besser als bei einem Demian. Und ich hoffe, das reicht euch als Beispiele. So, ob ihr es glaubt oder nicht, habe ich wirklich alles durchgerechnet. Bis Astria. Bei Astria habe ich es dann ein bisschen vernachlässigt. Also im High-Level, da spielen dann noch andere Faktoren auf jeden Fall eine Rolle. Aber wirklich so die Anfangszeit, wo man wahrscheinlich am meisten min-maxen kann damit, würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Da bin ich das einmal wirklich so durchgegangen mit dem 5-Level-Differenz. Von der 5-Level-Differenz bin ich aber auch abgewichen, da steht ja auch dabei, auf Englisch, für unsere englischen Zuschauer, die mit Untertiteln gucken, mit wenigen Ausnahmen, weil es manchmal so Sprünge gibt, wo die Monster plötzlich viel mehr XP geben. Ihr kennt bestimmt diese Sprünge zum Teil, die sind relativ bekannt, würde ich mal behaupten. Und wir gehen jetzt auch nicht jedes einzelne Level durch, ich scroll jetzt langsam mal durch, einfach nur, damit ihr es euch mal gemütlich angucken könnt. Wie gesagt, ich werde aber probieren, dass ich die Liste noch hochlade, damit ihr die euch dann, falls Bedarf besteht, auch runterladen könnt. Genau, also das hier sind so die Anfangslevel. Wie gesagt, ich habe mir immer so die Monster im 5-Level-Bereich angeguckt und es gibt auch hier so Sprünge. Captain Pokébok zum Beispiel ist mit Level 8 das Beste und dann ist aber tatsächlich der ganze Rest ziemlicher Müll. Also Demian sind vor allem auch extrem schlecht. Demian, Doridoma habe ich nie gewusst, dass die so schlecht sind, aber die sind echt nicht gut. Da kann man dann direkt zu Growner Blauwolf gehen nach Captain Poképok. Bietet sich auch an, die beiden Spawns sind direkt nebeneinander. Also auch noch was Laufzeit angeht, kann man da hier sogar ein bisschen optimieren. Und ja, dann ist es relativ easy eigentlich. Second Class Fefan ist zum Beispiel ein sehr gutes Monster. Nyangangs sind zum Beispiel sehr schlechte Monster, bei denen man leveln kann. Dann Bang. Und hier, Achtung, erste Besonderheit, Bang haben ein AoE Melee Attack. Jeder vergisst das, bis er das erste Mal stirbt, bis alle Leecher tot sind. Wenn euch ein Bang angreift und euch hinter euch laufen irgendwelche Vagranten-Chars rum, bei der 8-Char-Taktik 7, bei der 2-Char-Taktik 1er, Bang hat ein AoE, ich glaube, das ist das einzige Monster im Spiel,
hat ein AOE Standardangriff Melee Attack. Das heißt, der ist Nahkampf, hittet euch und tötet alle eure Chars mit einem Schlag. Unbedingt aufpassen bei Bangs. Also Bangs grundsätzlich kann man einen Bogen drum machen. Die sind ein bisschen riskant, bei denen zu leveln. Und das geht für alle Bangs. Für Captain Bang, für Boss Bang, für Mutant Bang. Das geht für alle Bangs. Sillet Bang auch. Na, für die nicht. Schleichwerbung. Genau, dann Boss Bang. Dann mit Level 16. Man kann auch schon mit 15 theoretisch. Aber wie gesagt, 5 Level Differenz. Grundsätzlich im Auge behalten. Mutant Pfeffer, Mutant Yang Yang, Mutant Yang Yang, Mutant Yang Yang Queen, Mutant Bang, Mutant Boss Bang bis Level 26. Wisst ihr eh Bescheid. Mars Dungeon gibt super gute XP. Also im Endeffekt verbringt man sehr viel Zeit im Mars Dungeon. Einzige, was man dabei denken muss, Dungeon Monster sind immer ein bisschen stärker. Die Mutant Pfeffern routen euch. Und wenn ihr im Dungeon sterbt, ist der Weg zurück halt auch relativ ätzend, relativ lange. Viele Agros, viele unberechenbare Spawns, weil die Monster-Spawns dort relativ nah beieinander sind. Da greift auch schnell mal ein Agro, der spawnt den Leech an und so weiter, aber das wisst ihr alle selber. Darum soll es heute nicht gehen. Dann auf Level 26, Gigglebox gibt tatsächlich mehr XP pro HP als ein, hoppla, wie ist das denn passiert? Als ein Mutant Boss Bang. Genau, dann geht's weiter in Saint Morning. Hier wissen ja auch einige schon, um die Rock Muscle macht man grundsätzlich auch lieber einen Bogen. Die können euch stunnen mit Auto-Attacks. Und die Book Rows sind tatsächlich gar nicht so gut für XP. Also ich habe einige Leute von den Book Rows schwärmen hören. Sind nicht schlecht auf Level 28, 29, aber dann eigentlich auch sofort wieder nicht mehr. Also sind jetzt nicht so ultra krass. Dann, genau, Hobo, Captain Hobo, Dumbbull. Einen so einen Sprung haben wir hier. Totemia gibt tatsächlich sehr gut XP. Hier haben wir den ersten Unterschied 6 Level. Also, das ist übrigens immer unser Level. Ach, verdammt, ich hätte die oberste Leiste noch fixieren sollen, ne? Oder diese Leiste zumindest. So, jetzt ist es gleich ein bisschen besser. Also, Level 33 ist hier unser erster 6-Sprung. Wir können wahrscheinlich auch schon mit 32 zu Totemia. Aber da muss man wieder aufpassen, verliert man noch mehr Damage. Man muss immer aufpassen. Wenn du zu früh dahin gehst, dann wird dieser Vorteil, den das Monster hat, weil es verhältnismäßig gute XP gibt, wieder schlecht, weil dein Schaden sinkt halt auch wieder. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Es ist schwierig, ich weiß. Ich sage auch nicht, dass ich das immer so befolge. Ne? Ich finde es einfach nur interessant und das mal zu haben, objektiv, finde ich es halt einfach auch wertvoll irgendwo. Genau, dann Captain Totemia mit 35 zum Beispiel. Card Puppet 41. Hier switchen wir dann auch wirklich relativ viel im Saint Morning Bereich. Ist auch so eine Sache, ne? Wenn ich jetzt bei Card Puppen schon 2 Level gemacht habe und ich habe zum Beispiel noch Inventarplatz oder ich warte auf irgendwas oder ich habe gerade noch 5 Minuten Power-Up oder so. All solche Dinge, ne? Die erfasst diese Liste nicht. Genau. Scorpicon auf Level 38 ist tatsächlich besser als Tombstone Bearer. Captain Scorpicon auf 44 auch. Scorpicon muss man wieder aufpassen. Das ist so ein Sondermonster. Die sind deutlich stärker. Die machen ca. 10-20% mehr Schaden. Haben auch ein bisschen mehr AP, geben aber auch mehr XP. Aber tatsächlich auch gar nicht so ultra viel. Auf 40 sind dann Bascues schon wieder besser. Genau, dann Lumping Bascue, Prankster, Master Mage, Wheelim, Bouncing Wheelim. Alles ziemlicher Standard. Auf 46 dann Trankfoma, nächstes Special Monster. Das ist dieses klassische Garden of Rises und dann Darkon 1/Darkon 2, wo es diese ganzen Extra-Monster gibt und später dann noch Darkon 3. Hier gibt es ganz viele Besonderheiten, die man beachten muss, weil es deutlich mehr Monster zur Auswahl gibt. Trankfoma ist, wie gesagt, auch wieder stärker als Leanna auf dem gleichen Level, gibt aber auch dafür mehr XP pro HP. Aber auch tatsächlich gar nicht so ultra viel. Also ich weiß nicht, ob sie daran nochmal was geändert haben, weil ich hatte das auch viel krasser in Erinnerung. Das heißt, man kann, wenn man da sich zu schwach fühlt oder wenn man keinen Bock hat zu sterben, kann man auch easy zu den Leannern gehen. Ich habe sie jeweils in Klammern hinzugefügt, die Alternative quasi. Dann Steamwalker mit 48 ist schon besser als Trankfoma. Captain Steamwalker. Dann auf 50 geht man in die Iron-Bleh-Höhle. Und dort bleibt man dann eigentlich bis Level 60. Die Diskussion hatten wir neulich im Stream erst, wo jemand meinte, nein, das sehe ich nicht ein, ich gehe da nicht hin, ich hasse diese Monster dort, ich will Quest-Items farmen, ich will Geld verdienen, etc. Sind alles solide Argumente. Aber rein XP-technisch ist die Iron-Bleh-Höhle tatsächlich ein Goldschatz, vor allem weil viele Leute da eben nicht hingehen. Und ja, man geht dann zu Zombiger. Nukto-Vehikel sind sehr gut. Hier wieder ein 6-Level-Sprung statt 5, weil sie so viel XP geben.
Dann bleibt man bei Noctovehicle bis 53. Dann auf 54 wären Rhizome die leichtesten, die besten. Hier muss man beachten, es ist gar nicht mal so einfach. Also zum Beispiel hier 55 bis 60 Captain Rhizome geben unfassbar gute XP. Also Captain Rhizome ist so ein richtig geiles Monster, bei dem man leveln kann. Fast auf Level 61, wenn sie sogar fast noch die besten. Das Problem bei Captain Rhizome ist halt, die Rhizome oder generell die Monster in der Ironblade-Höhle, die sind sehr gemischt. Also normalerweise hast du ja so Small, dann Normal, dann Captain. Bei den Monstern daher nicht so sehr. Wenn du 1v1 bist oder auch Fernkämpfer, dann ist das kein so großes Problem, würde ich behaupten. Dann kannst du dir schon immer die Captains raussnipen. Und wenn dann halt mal ein Normaler dabei ist, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Aber es ist deutlich schwieriger als in anderen Spawns, muss man zugeben, tatsächlich. Aber da man nicht AOE't, sage ich mal, kann man sich die Monster eigentlich rauspicken. Und auf Agros muss man halt aufpassen. Genau, dann 60. Darkon 3 Wüste übrigens. Schlecht, also Grr und Dumps haben sowieso keine guten Spawns und geben auch keine sehr guten XP. Nautrepi und Bu übrigens auch nicht. Dann haben wir Captain Gouge Spider, Crane, auch ziemlicher Standard hier. Captain Crane, Siliaka, Greemong, Carrier Bomb, Captain Carrier Bomb etc. Alles ist sich wirklich was Besonderes. Small Mushpoi, auch wieder ein 6-Level-Sprung. Small Mushpoi gibt tatsächlich richtig gut XP. Mushpoi, Captain Mushpoi dann tatsächlich nicht mehr so gut. Was auch extrem gut XP gibt, ist Small Irene. Das ist einer von diesen Sachen, die ich vorhin angesprochen habe. Also Small Irene hat weniger HP und gibt mehr XP auf basically jedem Level als Captain Irene. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so nicht sein sollte. Deswegen wäre das so eine Sache, die man mal irgendwie feedbacken müsste, weil das scheint einfach ein offensichtlicher Fehler zu sein. Wenn die Daten in der API stimmen zumindest. Dann auf Level 80 seht ihr schon, Pink Roach, das heißt Dungeon. Ja, da haben wir letztens auch nochmal ein Video gehabt. Ich war ja letztens im Master-Level-Grind mal in der Dekans Mine und habe das mal ausprobiert, weil davon ja auch immer einige Leute geschwärmt haben. Wobei viele Leute schwärmen von den Roaches und ich persönlich war eigentlich immer eher Fan von diesem Endspawn, der 1000-mal besser ist, by the way. Genau, aber grundsätzlich sind alle Dungeon-Monster immer relativ gut, was XP angeht. Allerdings muss man hier einfach bedenken, dass diese Spawns halt echt gar nicht so gut sind von Pink Roach. Also vor allem die Larven muss man immer extra spawnen lassen. Da muss man auf diese Eier klicken. Und der Elefant im Raum ist natürlich, du musst die Dekans Mine Quest gemacht haben, um da überhaupt reinzukommen. Für die Roaches ist es nicht so schlimm, weil für die Roaches musst du nur die ersten, keine Ahnung, 3 oder 4 Quests machen. Das geht relativ schnell, bis man das Tor öffnen kann. Für die Trillipies allerdings, die auch wesentlich besser sind, weil bei den Trillipies / dann Mutant Keakun Guard im allerletzten Raum in der Dekans Mine, wofür man fast die komplette Dekans Mine Quest gemacht haben muss. Ich glaube, bis auf die letzten 2 oder 3 Quests muss man alles gemacht haben, um da rein zu können. Leider, bis auf die, wo man dann sehr lange grindet, ist es schon so, dass sich das eher nicht lohnt bei einem Serverstart. Also die Roaches, da kann man sagen, okay, lohnt sich, ist aber auch kein so guter Spawn, also würde ich persönlich dann sagen, lohnt sich dann fast wieder eher nicht. Zumindest nicht, wenn man AOE levelt, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man nicht AOE levelt, dann ist es schon okay, wobei die Hitboxen von den Viechern auch unfassbar nervig sind. Aber wenn man zu den wirklich guten Spots will, dann muss man halt einfach sagen, naja, wegen der Quest dann doch wieder gar nicht so gut. Andererseits muss man sagen, man würde dort echt lange bleiben und sehr viele Level-Ups machen und vor allem auch sehr viel schneller. Also ich habe das in dem Video nochmal gezeigt, wie krass der Unterschied ist zwischen Mutant Keakun Guard und zum Beispiel Antiquaries und Luyas und er ist wirklich ziemlich heftig. Also Mutant Keakun Guard ist so ein absolutes Top-Monster, das sind diese blauen Wächter, zusammen mit den Blood Trillipi, also da kann man wirklich extrem schnell leveln. Aber es ist auch ziemlich gefährlich dort drin, viele Agros, viele unberechenbare Spawns direkt in dein Gesicht und so. Also es ist Risk-Reward, kann man sagen. Danach, oder wie gesagt, Alternative habe ich auch immer dazu geschrieben, die beste Open-World-Alternative ist tatsächlich Luya, geben unfassbar gute XP. Dann Shuhama, Captain Shuhama, Gonguri würde man hier komplett skippen tatsächlich. Dann Small Kern, leider Kern, extrem gute XP, sie stunnen aber auch, deswegen würde man sie hier eher skippen, deswegen habe ich hier als Alternative Small dazu geschrieben, also damit ist Small Kern gemeint. Na gut, ich war so faul und habe nur Small geschrieben, ergänze ich es noch kurz. Da war ich ein bisschen zu faul. Genau. Ja, und dann AOE habe ich jetzt nicht immer dazu geschrieben tatsächlich, weil ich finde im Low-Level
du kannst eigentlich überall AOEen. Also kein einziger von diesen Spawns, die hier irgendwo stehen, ist schlecht für AOE. Klar kann man immer gucken, okay, gibt es vielleicht einen besseren AOE-Spawn? Gehe ich vielleicht doch lieber oder bleibe ich länger bei den Monstern, wo mir der Spawn so gut gefällt? Klar, aber also ich persönlich, ich war da auch erst als Master neulich, war ganz hilfreich auch, dass ich da erst vor kurzem war, deswegen habe ich es noch relativ frisch im Gedächtnis. Also ich fand das echt alles schlecht. Also ich fand AOE-technisch alles furchtbar. Darkon 3 kompletter Müll bis Luya und also bis Antiquary Luya. Also echt nicht gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du da wirklich viel gewinnst, wenn du irgendeinen Spawn skippst oder irgendwo länger bleibst. Die sind alle nicht wirklich gut. Genau. Und ja, wenn man einen Kern überwunden hat, Klarfahren, da bleibt man dann relativ lange. Captain Klarfahren habe ich damals vor allem wegen dem Spawn und wegen dem Hass auf die Wüste so präferiert. Also rein XP-technisch sind sie schon ab 101 auf jeden Fall nicht mehr die besten. Aber ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also hier sind so Sondersituationen wieder der Fall, wo die Leute einfach die Wüste hassen. Also viele bleiben wahrscheinlich bis 105 sogar bei Captain Klarfahren und probieren dann so schnell wie möglich nach Asria abzudampfen. Kann man machen. Rein XP-technisch ist es aber so, dass Medomets gar nicht so krass sind, wie immer alle wieder behaupten, weil sie geben halt nicht so viel mehr XP, dass du rechtfertigen kannst, die Hälfte deines Schadens einzubüßen. Aber wie schon gesagt, der Hass auf die Wüste ist so groß, dass das den meisten Leuten tatsächlich egal ist. Ja. Wie gesagt, muss jeder selber entscheiden. Ich denke mal, ab Level 100 hat dann jeder auch genug Erfahrung mit seinem aktuellen Charakter, mit seinem aktuellen Equipment und so weiter gesammelt, wo man solche Entscheidungen dann auch wirklich selber treffen kann. Aber wie gesagt, hier weiterhin die Liste. Ja gut, Wüste muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Also hier steht jetzt nur Bernanke. Da war ich auch ein bisschen faul. Das Problem in der Wüste ist halt das gleiche wie vorher schon bei den Rhizem. Die Monster sind halt gemischt. Du kannst nicht nur die Captain auf 110, du kannst nicht nur die Bishops und so weiter töten. Das funktioniert in der Wüste nicht. Ja? Die Wüste ist leider komplett durchgemischt. Die Spawns sind nicht voneinander getrennt. Allein schon deswegen ist es auch so ein bisschen nervig, weil die besten Monster sind halt nicht Bernanke, sondern halt je nach Level andere. Aber das geht halt gar nicht, dass du die so einzeln farmen kannst. Das wäre halt tatsächlich noch ein Nachteil von der Wüste. Wobei, wenn du AOEst, sag ich mal, ist das relativ egal. Aber ja. Genau. Hier würdest du wieder ein Level früher auf jeden Fall zum Medomet gehen mit 111. Genau, und dann Asria. Und ab Asria ist es eigentlich so, du hast gar keine Auswahlmöglichkeit mehr, weil man hat ja nie wieder zwei Optionen. Also du hast ja wirklich bis Level 100, bis Klarfahren, hast du sehr oft noch eine zweite Option oder einfach viele Monster, die extrem nah vom Level beieinander sind. Und das hast du ja ab Asria dann nicht mehr. Also erstens hast du nicht mehr auf jedem Level ein Monster. Du hast manche Monsterlevel, die geskippt werden, die übersprungen werden. Und du hast halt immer die gleichen Monstergruppen, die dann auch XP und HP technisch so nah beieinander sind, dass die Unterschiede marginal werden und es dadurch dann Min-Max-mäßig auch wirklich nicht mehr so ultra krasse Unterschiede gibt. Genau. Und ja, das nächste ist dann Kailun. Da habe ich ja damals auch einen XP-Guide gemacht mit Level 160. Da hat sich eigentlich auch nichts geändert. Also als AOEler will man so lange wie möglich bei Ancient Mammut bleiben. Effektiv eigentlich bis 140. Und 1v1-Spieler wollen ab 135, wenn es das Equipment zulässt. Hier haben wir halt auch wieder eine 7-Level-Differenz. Das ist eine der Ausnahmen. Aber hier ist es halt einfach so, dass dieser 1v1 XP-Bonus ab Level 141 extrem ansteigt. Und das heißt, Small Aatrox sind tabu. Small Aatrox sind effektiv die schlechtesten Monster im Spiel. Niemand sollte jemals zu Small Aatrox gehen als 1v1. Als AOE wäre es theoretisch egal, aber als AOE wirst du auch nicht zu Small Aatrox. Der Spawn ist ätzender als AOEler. Du gehst immer mindestens zu normalen Aatrox, aber tatsächlich geben die Captain Aatrox hier bessere XP, also würdest du in dem Fall sogar zu Captain Aatrox gehen. Und danach ist es Tiger und dann Captain Tiger ist so wirklich der MVP unter den Monstern. Eins der besten Monster XP-HP technisch. Da kann man richtig lange bleiben. Und dann haben wir ab der Koralleninsel, aber das in dem Grasland schon sagen, ab der Koralleninsel haben wir auch eine neue Situation, die vorher auch so gut wie nie der Fall war. Die HP der Monster steigt mit jedem Level verhältnismäßig krass an. Also in Darkon 3 hast du Monsterlevel plus 500 HP, manchmal sogar nur 100, dann vielleicht mal 600. Das ist vernichtend gering. Ja? Das heißt, da bestimmt wirklich die XP den Ton und nicht wirklich die HP. Und in Kailun,
sorry, jetzt war ich wieder Kailun. Ab Coral Island ist es so, dass also in Astraea ist es auch schon relativ stark, aber in Coral Island ist es wirklich extrem, wie krass die HP ansteigt von den Monstern. Und deswegen ist Captain Tiger so lange so gut, weil Captain Tiger hat verhältnismäßig wenig HP, gibt aber relativ viel XP und alle Monster, die danach kommen, boom, plus 25.000 HP, plus 50.000 HP, plus 70.000 HP. Die nehmen so exorbitant zu, diese HP-Werte, dass die XP, die du mehr bekommst, einfach komplett verpufft, weil das Monster auch viel mehr HP hat. Und dadurch lohnt sich das gar nicht. Plus dann kommt noch die Leveldifferenz dazu, weil wenn du mit 140 zu Meryl oder so gehst, die haben ja dann auch noch die Leveldifferenz. Das kommt auch noch dazu. Deswegen kann man sehr lange bei Captain Tiger bleiben. Genau. Und dann ist es ja durch die neuen Begebenheiten so, dass ab 150 wieder ein neuer Sheriff in der Stadt ist, so ähnlich wie mit Astraea, so ähnlich wie mit Coral Island. Ab 150 will man dann, wenn es wieder das Equipment zulässt, ins Grasland gehen. Ja, ich bin mit den Begriffen gerade echt lost. Aber ich habe ja auch 2 Stunden an dieser Liste gerade gearbeitet. Genau, ab 150 will man dann, wenn es das Equipment zulässt, nach Kailun gehen. Hier haben wir jetzt natürlich einen extremen Levelunterschied von 12. Wir können auch mal in die Leveldifferenzliste gucken. 12 bedeutet quasi 38% unseres Schadens. Das ist aber, wie gesagt, eine von diesen Ausnahmen, die ich hier oben erwähnt habe. Kailun gibt literarisch 5-mal so viel XP. Also wirklich 5-mal so viel. Das heißt, auch wenn du nur noch 20% deines Schadens machen würdest oder in dem Fall 38% deines eigentlichen Schadens, lohnt es sich trotzdem. Sofern du halt dort leveln kannst, sofern du halt nicht gewone-shottet wirst, sofern du nicht stirbst, kannst du dort leveln, weil die XP dort so phänomenal gut sind, dass sich das rein XP-technisch tatsächlich lohnt. Und dann habe ich ja, wie gesagt, auch dafür schon ein Video gemacht, 150 bis 190. Dann ist es relativ auch, einfach zu gucken, was da die besten Monster sind. Und hier habe ich dann aber auch immer eine AOE-Bewertung gemacht, weil ich halt auch die Spawns alle kenne und weil es hier halt schon ziemlich große Unterschiede gibt. Und das ist ja auch wirklich so dieses Grind-Gebiet, wo man dann sehr, sehr lange levelt, wo dann diese Spawn-Bewertung vielleicht dem einen oder anderen noch ein bisschen weiterhilft. Ich habe das jetzt aber, wie gesagt, nicht für jedes Monster im Spiel gemacht, weil ganz ehrlich, irgendwann habe ich auch einfach keine Zeit mehr. Genau, diese Wall of Text hier leider, dadurch ist es auch ein bisschen unübersichtlicher, weil es so viel Text ist mit den zusätzlichen AOE-Bewertungen. Genau, aber ja, das war im Endeffekt hier die komplette XP-Liste von Level 1 bis 190. Das Level bezieht sich übrigens auf euer Character-Level, falls das nicht klar war. Ich glaube, das habe ich am Anfang nicht gesagt. Genau, und ja, es war tatsächlich viel Arbeit. Ich hoffe, es haben sich keine Fehler eingeschlichen, aber ich habe wirklich eigentlich alles immer doppelt gerechnet, wenn sich irgendwas verändert hat, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich kein Fehler war. Was ich aber nicht garantieren kann, ist halt, dass die Werte aus der API stimmen. Wie gesagt, Small Irene ist halt so eine Sache. Also ehrlich gesagt glaube ich schon, dass die Werte stimmen. Ich glaube halt, dass da auch Fehler einfach mit drin sind, weil es kann eigentlich nicht sein, dass Small Irene 6 Level lang mehr XP gibt als normale und Captain. Aber laut den Werten aus der API ist es halt so. Und naja, ich meine, was soll ich machen? Dann ist es halt so, dann kann ich es auch nicht ändern. Oder auch Captain Rhizome, wobei bei Captain Rhizome war das schon immer so. Wie gesagt, das sind so spezielle Monster, die sind ein bisschen stärker, dafür geben sie mehr XP. Ob das wirklich Sinn ergibt, ehrlich gesagt, kann man durchaus hinterfragen. Aber auch das kann ich nicht ändern. Das sind einfach die objektiven Werte, die Fakten. Man muss ja nicht dort leveln, wenn man selber anderer Meinung ist. Man kann ja machen, was man will. Aber ich wollte hier einfach für euch diese objektive Bewertung nochmal machen. Und ich habe immer schon gesagt, ich will diesen XP-Guide mal aktualisieren, auf den aktuellen Stand bringen. Und es hat zwar leider ein paar Jahre gedauert, aber jetzt habe ich es endlich geschafft. Und ja, ich würde mich wie immer sehr über ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Wie gesagt, ihr findet die Liste dann angepinnt im Kommentar zum Runterladen. Und genau, das wären eigentlich alle Infos. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie einfach in den Kommentaren. Und nochmal als Hintergrund, wie gesagt, das sind einfach die besten Monster auf dem jeweiligen Level, was XP pro HP angeht. Das heißt nicht immer zwangsläufig, dass es auch die besten Monster für dich sind, weil hier wird nicht berücksichtigt, bis auf Coral Island. Ab Coral Island wird berücksichtigt, ob du 1v1 bist oder nicht. Beziehungsweise ab 135, weil es da tatsächlich eine große Rolle spielt. Ansonsten nicht wirklich tatsächlich. Also ansonsten spielt es eine untergeordnete Rolle. Bis Astraea kann man sagen, ist es wirklich ziemlich irrelevant. Und
Danach dann wird es immer relevanter. Allerdings hat man auch immer weniger Auswahlmöglichkeiten, wodurch es dann eigentlich auch mehr oder weniger irrelevant wird. Und ja, so Sachen wie Mobdichte, ob du AOE bist, ob du die Monster im Low-Level mit Moonbeam auch 10 Level über dir one-shotten kannst und Leute, solche Geschichten. Ich meine, das logischerweise kann man nicht alles in einer Liste abfangen. So viele Variationen, das ist unmöglich. Du wirst niemals eine Liste haben, die all das, also außer jemand will sich die Arbeit machen, ich kann euch sagen, es ist eine Schweinearbeit, wird es so eine Liste nicht geben. Das ist einfach zu komplex. Und da müsste man dann einfach nochmal für die einzelnen Spielstile und so weiter gucken. Aber auch da habe ich schon Videos in der Vergangenheit gemacht, zum Beispiel meine AOE-Spots, die ich empfehle, weil ich dort gern level, weil ich die AOE-Spots gut finde, gute Mobdichte und so weiter. Also auch da gibt es schon Videos zu, mit Tipps zum Beispiel. Genau. Und ja, dann sage ich wie immer, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Habe ich schon gesagt, ne? Schaut euch gerne im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Und ich würde euch auch bitten, diese Liste nicht unbedingt irgendwo sonst noch hochzuladen, weil wie gesagt, wenn man sich die Arbeit macht, dann will man auch irgendwo dann die Belohnung haben. Ich denke, das ist verständlich. Deswegen lade ich diese Liste auch ja, grundsätzlich jetzt nicht einfach irgendwo hoch. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein und ciao, ciao.